Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, dieses gute Stück habe nicht ich gemalt, dieses gute Stück hat eine Patientin gemalt auf der Arbeit und sie wollte das nicht haben. Und ich kann so etwas natürlich nicht wegschmeißen. Und es geht dann vielleicht euch auch so, ihr habt irgendwelche Bilder, die gefallen euch eigentlich überhaupt nicht. Und ja, ich werde aus diesem schönen Stück hier ein paar Lesezeichen machen. Und wie ich das mache, zeige ich euch heute. Jetzt hier erstmal gucken und schauen, was ich hier aus diesem guten Stück alles für Sachen raushole. Und hier schneide ich mir jetzt erstmal den weißen Rand ab. Und schon haben wir hier ein paar richtig schöne Möglichkeiten, Lesezeichen zu machen. Also die finde ich schon so traumhaft schön. Ja, ich schau mal. Ich überlege mir mal, wie es damit weitergeht. So, ihr Lieben, ich habe mir hier 3 Teile rausgesucht, aus denen ich 3 unterschiedliche Lesezeichen machen möchte. Und für das erste nutze ich hier meine wunderschön gestempelten Blüten, die ihr alle mittlerweile ja kennt. Da habe ich ja nun schon eine riesen Kiste voll mir hier mal vorbereitet. Das Video dazu verlinke ich euch unten gerne mal in der Videobeschreibung. Und ja, für dieses eine Lesezeichen möchte ich ganz gerne noch einen farbigen Hintergrund machen. Da habe ich mir hier, um das ein bisschen mit einem Rand noch zu versehen, da habe ich mir hier diesen Gold-Orange-Ton rausgesucht. Und das kann ich euch gerne nur mal empfehlen. Stöbert bei Teddy durch. Und da bin ich auf diese kleinen Blöcke gestoßen. Das ist DIN A5 Größe mit wunderbar unterschiedlichen Farbtönen. Eine Art ganz festes Papier in farbig mit einer ganz leichten Struktur. Sehr schöne Farbtöne und vor allen Dingen sehr schöne Farben. Ne? Könnt ihr sehen. Tolle Auswahl und der Preis, ne? Unschlagbar. Also immer gerne, immer wieder bei Teddy mal stöbern. So, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, hier möchte ich ganz gerne noch einen Rahmen drumherum haben. Daher schneide ich mir jetzt von diesem Papier auch noch mal ein kleines Stückchen ab. Ich weiß, normalerweise ist das Lesezeichen jetzt hinten weiß, kann man auch so lassen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn hier auch noch mal so eine kleine, wobei da mache ich die Struktur vielleicht doch nach hinten und mache nach vorne das Glatte. Dann haben wir hinten die schöne Struktur vom Papier und vorne ist dann so eine Art Rand drumherum. Genau, dann klebe ich das jetzt einfach erstmal auf. Ja, ihr Lieben, ich musste das Video um einiges schneller machen und auch einige Sachen rausschneiden. Das wäre sonst zu lang und ich habe dann ein Problem mit dem Hochladen. Aber ich denke, ihr könnt im Grunde verfolgen, wie das zustande kommt, diese einzelnen Lesezeichen und wie ich die gestalte, auch wenn ein paar Zwischenschritte fehlen. Also Pinsel nehmen, ziehen, aufsetzen, ganz breit und wieder lüften. Und dann kommen diese wunderschönen langen Blätter sozusagen dabei raus. Ja, ich will das gar nicht mehr machen. So, jetzt muss es kurz trocknen, bevor wir dann die Blümchen aufkleben. Ja, das wird doch schön. So, jetzt überlege ich mir nämlich gerade, ob ich noch mal die Kanten von der Blume ein bisschen einschattiere, damit das so ein bisschen 3D-mäßiger dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Ich lege es mal hin auf dem Weißen. Ja, die hat jetzt so ein bisschen mehr Dimensionalität, nur dadurch, dass sie ein bisschen Schatten bekommen hat an den Rändern. Und daher mache ich das. Das ist der Grund, warum hier ab und zu dann mal so ein kleiner Schatten außen dran gar nicht schlecht ist. Und wenn dann noch so ein bisschen, wie hier ja auch, wie ihr das schon sehen könnt, ein bisschen die Kante etwas mehr stehen geblieben ist als das Blütenblatt, ist das perfekt dafür. Ja, wenn man jetzt nicht alles so haarklein weggeschnitten hat.
Sehr schön. So, hier werde ich gleich noch ein Loch reinmachen mit der Lochzange und noch ein paar Perlchen und ein Band dranhängen, sozusagen. Es soll ja ein Lesezeichen werden. Also das gefällt mir schon mal sehr schön. Und ihr seht, es war einer von diesen Resten hier nur, ne? Je nachdem, wie der Hintergrund so aussieht, könnt ihr euch überlegen, was passt dazu, was mache ich daraus. Genau. Und hier hat jetzt das hier ganz gut gepasst. Ach, hier wollten wir noch ein bisschen Glitzer drauf machen, ne? Richtig. Glitzer, Glitzer. Wo haben wir denn? Victoria, ihr Glitzer. Perfekt. Jetzt ist wieder der Moment, nochmal darauf hinzuweisen. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 € bei Victoria VH Aquarell. Und das sind die Glitzer- und Chamäleonfarben, die ich von ihr besitze. Wunderschön. Und da können wir jetzt nochmal hier so ein paar Glitzer-Highlights draufsetzen. Gut, das lassen wir ein bisschen trocknen. Sehr schön. Ja, Zentangle Flowers. Diese hier, ne? Henna Drum heißt die. Von Jane McCullough. Und diese Blume werde ich jetzt hier, so wie es hier ist, in der Art, einmal in diesem Lesezeichen verwenden. Und da können wir dann auch noch mal gleich mit ein bisschen Farbe drauf gehen. Okay. Hier ist schon so eine schöne Form und die nutze ich jetzt ganz einfach mal. Ich nutze sie mal, indem ich hier jetzt einen Halbkreis mache. Wenn ihr einen Freiraum habt, setzt einfach irgendwelche Kringel rein, wenn euch da was fehlt, ne? Setzt einfach nochmal ein paar kleine andere Formen hinein. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt. Sehr schön. Finde ich auch richtig cool. Ist jetzt noch ein bisschen farblos und daran werden wir jetzt noch was ändern. Ich werde mir in diesem Fall meine Aquarellstifte schnappen, falls es mir, wenn ich es gemalt habe, noch nicht gefällt und ich dann noch mal ein bisschen drüber machen möchte. Und zwar kann ich euch die nur empfehlen. Die sind wunderbar. Schweizer Aquarellstifte. Ich verlinke euch das gerne unten in der Videobeschreibung. Diese gucken, ich lege es mal hier so quer, dann seht ihr auch, welche tollen Farben hier sind und. Leider sind die irgendwie schon wieder ein bisschen durcheinander. So, was haben wir drin in dem Lesezeichen? Grüntöne, Blautöne, ein bisschen rosa, ein bisschen gelb. Okay, ich finde, das Rosa können wir auf jeden Fall auffangen. Ich glaube, das macht sich schon mal ganz gut, das dazu zu nehmen. Vielleicht auch mit so einem, ich weiß noch nicht, vielleicht noch mit dem Orange dazu. Ich fange mal an und gucke mal. Hier, ich glaube, diesen möchte ich auf jeden Fall.
Den würde ich ganz gerne, glaube ich, rosa machen. Ich setze jetzt hier einfach mal Farbe ran. Die Farbe nennt sich Kirschblüte. Ah, die ist ein Traum. Guck mal. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt fehlt mir hier noch eine kleine Blume und da setze ich noch mal so eine Mini-Blume oben drauf. Und das finde ich schon ziemlich schön. Ja. Ja, auch da werde ich, so wie bei diesem hier, einen farbigen Rand noch drumherum machen, einfach weil ich es ein bisschen schöner finde. Okay, kleinen Moment Pause. So, ihr Lieben, Nummer 1 habe ich hier liegen, Nummer 2 habe ich dann auch aufgeklebt. Da habe ich mich dann für ein bisschen farbigen Hintergrund entschieden in Pink und habe nochmal ein paar kleine Glitzertupfen aufgesetzt, wie ihr sehen könnt. Und das ist doch auch richtig schön geworden. Ich glaube tatsächlich, dass ich das lasse und da keine Bommels dran machen. An denen werde ich vielleicht ein paar Bommels noch dran machen. Und hier habe ich mir jetzt überlegt, das ist so ein schönes Stück, das hat so schöne abgegrenzte Felder. Und da werde ich mal wieder meine gute alte Dudelei reinbringen. Das haben wir ja lange nicht gehabt. Fällt mir gerade so auf. Und ich beginne jetzt einfach mal damit und ziehe hier mal diese Linien nach. Erstmal einfach nur. Und dann schaue ich mal, was sich für mich daraus ergibt nachher.
So, ihr Lieben, das habe ich jetzt auch aufgeklebt. Also ist das nicht auch richtig, richtig schön geworden. Ganz speziell. Und na, überlegt man, das war so ein Restepapier, wo ihr dachtet, okay, daraus kann man nichts machen. Und ich finde das auch richtig klasse. Dieses lasse ich auf jeden Fall so. Dieses hier werde ich auch so lassen. Und hier habe ich jetzt schon mal mit der Lochzange hier mir ein kleines Loch reingemacht, ein Bändchen dran. Und jetzt stöber ich hier nochmal in meinen Perlensammlungen. Auch hier kann ich euch nur empfehlen, schaut bei Teddy mal rein oder bei, ja, ich glaube, ich habe diese alle bei Teddy gekauft, ne? Und da gibt es richtig schöne Perlenmischungen für kleines, wirklich kleines Geld. Und ich gucke jetzt mal, was dazu passt. Ich glaube, ich nehme mal von diesen marmorierten, die sind so schön. Ich schaue mal, ob ich da ein, zwei finde, die gut, ne? Und ich habe hier so eine Kiste mir mal angeschafft mit so Fächerchen. Und da sind so meine ganzen Perlen drin. Auch hier schöne Mischung. Und ich gucke jetzt mal, was dazu passt. Und wir melde mich am Ende nochmal bei euch. So, ich melde mich doch schon zwischendurch nochmal. Ich wollte euch nochmal zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr Perlen habt, wo ihr denkt, okay, ich kriege den Faden da nicht wirklich sauber durchgefädelt. Ja, ich schnappe mir immer stabilen Zwirn, schneide mir ein Stückchen ab, dann gehe ich durch die Perlen durch, oder ich fädel mir die so hier sozusagen auf diesen, ich nehme den doppelten Zwirn, fädel mir hier die Perlen drauf. Das kann man auch schon hintereinander machen, wenn man möchte. Ich habe mir hier jetzt jeweils zwei kleine, eine große Perle ausgesucht. So, die Perlen sind jetzt hier drauf und jetzt schnappe ich mir hier mein Bändchen. Ich habe dann Knoten gesetzt, damit die Perlen mir nicht ganz nach unten rutschen. Das soll ja ein Lesezeichen sein und ein bisschen was muss ja dann auch außen sozusagen hängen bleiben. Und jetzt ziehe ich hier mit meinem Zwirn, ihr könnt das sehen, den Faden ganz einfach hier durch. Zack. Ohne große Friemelei. Und jetzt kann ich hier nochmal einen Knoten am Ende draufsetzen. Gucken, kriege ich das hin mit meinen dicken Fingern. So, Knoten am Ende drauf. Und weil es hier schon gerade so schön anfing, werde ich das hier einfach zerflusen. Das geht bei manchen Garnen ganz gut. Und lasse das dann so ein bisschen hier aufgesplittet. So, ihr Lieben, gut. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, dass niemals wieder jemand von euch seine missglückten Sachen wegschmeißt. Ne? Ich hebe alles auf. Ich habe hier so eine Kisten. Ich hebe alles aus. Und aus diesen hier kann man auch so tolle Lesezeichen machen. Oder hier war mal so eins mit einer Luftpolsterfolie, so ein Probeding. Einfach nicht wegschmeißen. Oder ich stempel mir hier Schmetterlinge raus. Ne? Schnapp mir mal schnell wo habe ich ihn denn? Da zum Beispiel. Schmetterlingsstanze. Und dann kann man aus diesen Sachen hier genauso wunderbar, so ist vielleicht bis hier, guckt euch das an, wie schön das wird. Na, nicht wegschmeißen, solche Papiere, das ist wirklich zu schade. Andere bezahlen viel Geld dafür, um ein schönes gemustertes Papier zu kaufen. Und wir haben es hier. Könnte man sogar noch einen Schmetterling oben drauf setzen. Gut, so, jetzt mache ich aber Schluss. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, eure Melanie.